Ich muss noch eins essen. Oh, das ist so hammerlecker. Oh, ciao. Heute machen wir falsches Schweinemett. Wir geben eine gewürfelte Zwiebel rein. Macht da ein bisschen am Rand, macht da ein bisschen Öl dran. Da lässt sich der Deckel besser schließen. Jetzt gehen wir erstmal auf Stufe 5 und tun das zerkleinern. Eventuell braucht er da noch die Spatel dazu. Also ich gehe jetzt mal auf Programme, auf Stufe 5 zerkleinern. Das lassen wir jetzt mal laufen. Vielleicht 3 Sekunden. Gucken wir mal. Ja, das ist okay. Weil beim Schweinemett dürfen die Zwiebeln ja auch größer sein. Dann nimmt er den Spatel und schiebt das ein bisschen runter. Jetzt kommt hier 250 Gramm Schinkenspeck rein. Probiere das jetzt mal. Kein Salz mehr dran machen, das ist schon sehr stark gesalzt. Zweimal. Wirklich sehr gut Pfeffer rein. So, nach Gusto. Dann tun wir hier Paprika rein. Da machen wir so 2 Esslöffel. Normal edelsüß. Dann könnt ihr eine Spritze Limette reinmachen. Oder auch Ascorbin. Ich habe jetzt Limette genommen. Ist gut für die Haltbarkeit, für die Konsistenz. Könnt ihr jetzt Butter oder Öl verwenden. Ich nehme jetzt ein bisschen Öl, nicht allzu viel. Oder so eine kleine Flocke Butter. Also wir haben jetzt Schinkenspeck, wir haben schwarzer Pfeffer, wir haben Paprikapulver, 2 Teelöffel und 250 Gramm Schinkenspeck und die Zwiebel. Und jetzt geht es zum Mixer. So, ich bin jetzt auf Stufe 10 gegangen. Da drücke ich mal so 2-3 Mal drauf und gucke, wie das wird. Das sieht schon ganz gut aus. Machen wir nochmal. Ja. Da kommt schon hin. Noch einmal. Also 3 Mal auf Stufe 10 kurz laufen lassen. Das ist zum 3. Mal jetzt. So, zwischendurch dann immer wieder Pause drücken. Ja. Ich finde, das sieht gut aus. Und dann werden wir das mal probieren. Ich glaube, wir könnten da noch ein bisschen Öl reinmachen. So nach Gusto und kurz auf links laufen. Manuelles Kochen gehen und dann tippt ihr Linkslauf. Das lasse ich dann mal so 3-4 Sekunden laufen, da gucken wir mal rein, wie es aussieht. Der häckselt jetzt gar nichts. Der tut das nur mischen. Also die 2er-Stufe ist ein bisschen klein, gehen wir ein bisschen höher. Geht nur bis 3. So, gucken wir nochmal. Würde ich doch sagen. Perfekt. Es hat schon eine ordentliche Portion gegeben. Dann müsst ihr nicht mehr eure Mettwurst kaufen gehen. Könnt ihr das selbst zu Hause machen. Wer möchte, kann da noch Tomatenmark ein bisschen mit reinmachen. Oder noch ein paar mehr Zwiebeln, so wie ihr das gern habt. Müsst es nicht genauso machen wie ich. Aber das ist halt hier so das Grundrezept. So, da könnt ihr hier noch ein paar Kräuter drüber machen. Ein paar Zwiebelringe. Und dann noch ein paar Würfelchen dazu mache. Normal ein bisschen Peterling, habe ich aber keiner da. Jetzt haben wir hier selbstgemachtes Baguette. Könnt ihr mal sehen.
Hammer, oder? Und dann machen wir hier das aufs Baguette. Normal kommt es auf Brötchen. Und dann gucken wir mal, wie das schmeckt. Dann machen wir uns das mal da drauf. Das ist wie Schweinemett, so wie es die Saarländer auch gern essen. Und hier die Pfälzer. Ein bisschen Zwiebel drüber, so wie man es im Saarland kriegt. Und wie man es bei uns hier isst, mit reichlich Maggi. Lecker, sage ich euch. So, dann probieren wir das auch mal, wie das schmeckt. Boah, unglaublich lecker. Schmeckt zu 98% genauso wie Schweinemett. Probiert es aus. Schmeckt super gut. Also ich will da gar nichts mehr verändern. Ich will das so sind lassen. Das ist einwandfrei. Hat auch jetzt eine schöne Konsistenz. Durch das bisschen Öl, was ich drin gemacht habe. Also da müsst ihr schon ein bisschen Butter reinmachen. Oder ein klein bisschen Öl. Also Leute, schmeckt bombastisch lecker. Ein bisschen Wein darf auch nicht fehlen. Boah, unglaublich. Rest machen wir ins Glas. Es gibt ein ganzes Glas voll im Kühlschrank. Das halte ich locker 3-4 Tage. Passt mal ein bisschen auf mit dem Paprika, dass das nicht zu scharf wird. Am besten süßer Paprika reinmachen. Dann passt das perfekt. Wer möchte, kann auch noch Tomatenmark reinmachen. Aber ich würde sagen, so ist es richtig perfekt. Höchstens ein halber Esslöffel Öl dazu machen, aber da müsst ihr gucken, wie die Konsistenz ist. Ja, dann sag ich mal wieder Tschüss, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ich muss noch eins essen. Oh, das ist so hammerlecker. Oh, ciao.